Es begann an einem grauen Herbstmorgen in der kleinen Stadt Walsheim, wo die Straßen wie ausgestorben wirkten und die Menschen sich hinter geschlossenen Fenstern in ihren gewohnten Alltag flüchteten. Niemand schenkte der alten, verstaubten Ambulanz auf dem Parkplatz hinter dem stillgelegten Gemeindezentrum Beachtung außer Rex. Rex war kein gewöhnlicher Hund. Er war ein ehemaliger Polizeihund, ein belgischer Schäferhund mit klugen Augen und einem Instinkt, der noch nie versagt hatte. Seit seiner Pensionierung lebte er bei seiner ehemaligen Hundeführerin, Hauptkommissarin Lea Winter, einer erfahrenen Ermittlerin, die nach einem traumatischen Einsatz vor einem Jahr aus dem aktiven Dienst zurückgetreten war. Doch an diesem Morgen war etwas anders. Rex bellte unaufhörlich, die Lefzen hochgezogen, der Blick starr auf die verlassene Ambulanz gerichtet, als würde er etwas wittern, was für andere verborgen blieb. Lea, die gerade mit ihm spazieren ging, spürte augenblicklich, dass es ernst war. Sie rief die Polizei, obwohl sie wusste, wie das klingen musste. Mein Hund bellt ein verlassenes Auto an, doch durch ihre Vergangenheit hatte sie noch immer genügend Einfluss, um zumindest einen Streifenwagen vorbeischicken zu lassen. Als die Beamten eintrafen und die Ambulanz öffneten, breitete sich ein fauliger Geruch aus. Drinnen lag keine Leiche, wie einige vielleicht befürchtet hatten, sondern etwas viel Verstörenderes, medizinische Unterlagen, Hunderte von Impfpässen, Blutproben und ein gefesselter, bewusstloser Mann in Krankenhauskleidung mit einer Tätowierung am Hals, die in Polizeikreisen längst als Symbol eines international gesuchten Menschenhändlerrings bekannt war. Die Ermittlungen, die daraufhin losgetreten wurden, führten zu Enthüllungen, die selbst hartgesottene Beamte erschütterten. Die Ambulanz war nicht einfach irgendwo geparkt worden. Sie war bewusst platziert worden, als Lockvogel, als temporäre Lagerstation für den Transport von Menschen, die nie freiwillig eingestiegen waren. Der gefundene Mann, ein Whistleblower, hatte fliehen wollen und war verraten worden. Rex' Instinkt hatte ihn gerettet. In den kommenden Wochen deckte die Sondereinheit, zu der auch Lea wieder stieß, Stück für Stück ein unterirdisches Netzwerk auf, das mit Hilfe gefälschter medizinischer Transporte Menschen über Grenzen hinweg schmuggelte, sie unter Drogen setzte, als Organspender oder Arbeitssklaven missbrauchte. Was als harmloser Spaziergang mit einem bellenden Hund begann, entwickelte sich zur größten Enthüllung eines kriminellen Netzwerks, das seit Jahren operierte, verborgen inmitten von Sirenen, Blaulicht und Vertrauen. Doch hätte es Rex nicht gegeben, hätte niemand hinter die Fassade geschaut. Die Medien griffen den Fund zunächst nur am Rande auf: ein seltsamer Vorfall, eine verlassene Ambulanz, ein bewusstloser Mann. Doch hinter verschlossenen Türen begannen sich Zahnräder zu drehen. Das BKA wurde eingeschaltet, und eine Taskforce unter dem Codenamen Projekt Nachtlinie wurde gegründet. Lea Winter, trotz ihres Rückzugs aus dem aktiven Dienst, wurde als Beraterin hinzugezogen. Niemand kannte die Zeichen der Unterwelt besser als sie, und niemand hatte mehr Erfahrung mit den Strukturen, die hinter scheinbar gewöhnlichen Transportfahrzeugen operierten. Der Mann aus der Ambulanz, Identität streng geheim gehalten, erwachte 2 Tage später im Krankenhaus. Sein erster Satz: Sie operieren im Schatten der Sirenen. Diese kryptische Aussage entpuppte sich bald als Schlüssel zu einem Netzwerk, das seit Jahren medizinische Fahrzeuge nutzte, um an Kontrollpunkten unauffällig zu bleiben. Kein Grenzbeamter stoppte eine Ambulanz. Keine Streife überprüfte ein Fahrzeug mit Blaulicht, das scheinbar auf dem Weg zu einem Notfall war. Und genau das war die perfekte Tarnung. Rex spürte, dass noch mehr verborgen lag. Bei einem weiteren Spaziergang, nur 3 Kilometer vom ersten Fundort entfernt, begann er erneut zu bellen, diesmal vor einem scheinbar leerstehenden Lagerhaus. Lea, deren Vertrauen in ihren treuen Begleiter inzwischen grenzenlos war, kontaktierte sofort die Einsatzleitung. Das Gebäude wurde gestürmt. Drinnen fand man Kühlschränke voller Blutkonserven mit gefälschten Etiketten, GPS-Geräte, Satellitentelefone und Listen. Namen, Daten, Routen. Aber das Verstörendste war ein Raum im Keller,
isoliert, abgeschirmt, mit Überwachungskameras ausgestattet, eine Art Verhör- oder Umerziehungsraum, in dem augenscheinlich Menschen festgehalten und gezwungen wurden, Aussagen zu unterschreiben oder Schweigegelübde abzulegen. Es wurde schnell klar, dies war kein Einzelfall, keine spontane Tat einer kleinen kriminellen Gruppe. Es handelte sich um ein verzweigtes System mit medizinischem Fachpersonal, korrupten Fahrern, Sicherheitsleuten und Strippenzirren im Ausland. Lea, die nach dem Verlust eines Kollegen bei einem früheren Fall geschworen hatte, nie wieder aktiv zu ermitteln, stand nun erneut mitten im Herzen einer Verschwörung mit Rex als treuestem Verbündeten an ihrer Seite. Je tiefer sie gruben, desto klarer wurde, dieses Netzwerk war nicht nur kriminell, es war strukturell. Jemand im Hintergrund sorgte dafür, dass Unterlagen verschwanden, Überwachungskameras ausfielen und Fahrzeuge legal wirkten. Und jemand hatte nun ein Interesse daran, dass Lea und Rex verschwinden. Denn als sie bei einer nächtlichen Rückfahrt von einer Einsatzbesprechung plötzlich von einem schwarzen Van abgedrängt wurden, war klar, die Gegenseite hatte Wind bekommen. Doch Rex reagierte blitzschnell. Noch bevor die Türen des Vans aufgingen, sprang er aus dem Fahrzeug, riss einen der maskierten Männer zu Boden und verteidigte seine Halterin mit einer Wut, die nur aus Loyalität geboren sein konnte. Lea überlebte knapp. Der Angriff wurde zur Zäsur. Fortan gab es keine Zurückhaltung mehr. Sie ging in den Untergrund, nutzte alte Kontakte, verschlüsselte Kanäle und einen kleinen Kreis von Vertrauten. Die nächsten Wochen wurden zur Jagd nicht nur auf Verstecke und Transporte, sondern auf Wahrheit. Und während die Stadt Walsholm äußerlich ruhig blieb, tobte im Verborgenen ein Krieg gegen ein Netz aus Schatten, Lügen und Menschenhandel, aufgedeckt durch den Instinkt eines Hundes, der niemals aufgab. Die Ermittlungen liefen unter Hochdruck, doch die Gegenseite reagierte schneller, raffinierter, professioneller als erwartet. Immer wenn ein Versteck ausgehoben wurde, war es wie leergefegt. Daten verschwanden, Namen wurden unleserlich gemacht, Beweismaterial wirkte wie manipuliert. Es war, als würde jemand aus der Ermittlergruppe jeden Schritt vorhersagen. Für Lea Winter, die längst ihren Rückzug aus dem System vollzogen hatte und im Hintergrund mit einem handverlesenen Team arbeitete, war klar, es musste ein Maulwurf im System sein. Jemand, der mitspielte, aber für die andere Seite arbeitete, jemand mit Zugriff auf Einsatzpläne, Telefonmitschnitte, sogar auf verschlüsselte Kommunikation. Rex hingegen war sich keiner Analyse bewusst. Für ihn zählte allein der Geruch der Angst, die in den Wänden hing, an den Orten, an denen Unrecht geschah, und der sich wie kalter Rauch in seinem Instinkt festsetzte. Und dieser Rauch führte sie an einem düsteren Novemberabend in ein verlassenes Feriencamp tief im Wald, wo laut anonymer Hinweise Kinder untergebracht wurden, bevor sie verlegt wurden. Der Fund dort erschütterte selbst die erfahrensten Einsatzkräfte. Keine Kinder, keine Menschen, nur Stofftiere, Schuhe, Kleidungsstücke, durchnässte Matratzen, vergilbte Zeichnungen an Wänden. Alles deutete darauf hin, dass hier zuletzt Kinder lebten, geängstigt, isoliert, unter Kontrolle gehalten. Und dann fand man eine Kamera versteckt im Deckenbalken eines Raumes, auf Daueraufnahme gestellt. Die Aufnahmen zeigten ein etwa 7-jähriges Mädchen, zitternd, allein, die Hände gefesselt, die Augen leer. Es sprach kaum, aber in einem Moment der Klarheit sagte sie: „Sie bringen uns mit den weißen Autos weg." Lea schluckte schwer. Weiße Autos, Ambulanzfahrzeuge. Es war mehr als ein Menschenhändlerring. Es war eine systematische Entführung und Verschleppung Schutzloser unter dem Deckmantel medizinischer Notwendigkeit. Der Druck auf die Ermittler stieg. Politiker wollten Ergebnisse, Medienberichte nahmen Fahrt auf, und das Netzwerk wurde nervös. Dann geschah das Unfassbare: Die Tochter von Leas früherem Kollegen Hauptkommissar Thies, der beim Einsatz vor einem Jahr ums Leben gekommen war, wurde entführt. Sie war erst 6. Niemand wusste, wie der Täter an ihre Daten gekommen war. Doch Lea wusste, es war eine Botschaft. Stopp oder sie verschwindet.
Diese Drohung war nicht ausgesprochen worden, aber sie lag in der Tat. Der Schmerz, der in der Stimme von Thies Witwe klang, als sie Lea anrief, trieb sie endgültig an den Rand des Ertragbaren. Rex reagierte sofort, als sie dem Fundort des entführten Mädchens näher kamen. Es war ein stillgelegter Krankenflügel eines Psychiatriekomplexes in Brandenburg, seit Jahrzehnten ungenutzt, offiziell zumindest. Die Spur war kalt, die Behörden wussten nichts, doch ein alter Datensatz aus einem Krankenhausnetzwerk entschlüsselt durch LEAs Hackerfreund Lennart zeigte ungewöhnlich viele Fahrten zu genau dieser Adresse in den letzten 4 Monaten. Als sie das Gebäude betraten, begann Rex sofort zu schnüffeln, zu fiepen, sich an Türen zu drücken. Dann bellte er laut, lang, durchdringend. Sie fanden das Kind in einem Raum hinter einer versiegelten Tür, bewusstlos, aber lebendig, mit einem Zugang im Arm, als sei sie für einen medizinischen Eingriff vorbereitet worden. Und neben ihr? Ein Smartphone eingeschaltet, Kamera aktiv, das live in einen verschlüsselten Stream übertrug. Jemand hatte zusehen wollen. Und jemand hatte sich geirrt, wenn er dachte, niemand würde kommen. Die Rettung des Mädchens war ein Durchbruch, doch ein gefährlicher. Am nächsten Tag fand man in LEAs Briefkasten ein einzelnes Stück Papier. Darauf nur ein Satz, maschinell gedruckt: Der Hund weiß zu viel. Es war keine Drohung mehr. Es war eine Kriegserklärung. Die Nachricht im Briefkasten ließ keine Zweifel mehr zu: Sie wollten Rex. Nicht Lea, nicht das Kind, nicht einmal die Ermittlergruppe. Sie fürchteten den Hund, der mit seinem instinktiven Spürsinn dort fand, wo Technik und Taktik versagten. Lea schloss alle Türen ihres Hauses, deaktivierte ihr Smartphone, lebte nur noch in Bewegung, ständig auf der Flucht, ständig wachsam. Rex blieb an ihrer Seite, wach, treu, ohne je von ihrer Seite zu weichen. Doch sie wusste, der Angriff war nur eine Frage der Zeit. Und er kam mitten in der Nacht. 3 maskierte Männer, bewaffnet, professionell, lautlos. Lea hatte sich vorbereitet, doch gegen diese Präzision wirkte selbst ihre Erfahrung wie ein altes Messer gegen eine moderne Waffe. Es war Rex, der sie rettete. In einem einzigen, brutalen Sprung warf er sich auf den ersten Angreifer, riss ihn zu Boden, biss sich fest. Der zweite zögerte, das war sein Fehler. Lea nutzte den Moment, um die Notbremse zu ziehen, eine selbstgebaute Blendgranate, aus alten Polizeibeständen. Das grelle Licht, der ohrenbetäubende Knall, Sekunden der Verwirrung, Sekunden der Flucht. Sie entkamen, knapp, aber verletzt. Rex blutete am Hals. Ein Messer hatte ihn gestreift. Nicht tief, aber genug, um Lea das Herz stillstehen zu lassen. In der Dunkelheit dieser Flucht, in einem verlassenen Tunnel unterhalb der Stadt, traf sie eine Entscheidung: Sie musste das Ganze beenden. Nicht morgen. Nicht nächste Woche. Jetzt. Sie kontaktierte Lennart. Sie brauchten einen Angriff, der nicht nur Informationen lieferte, sie brauchten einen Schlag gegen den Kopf der Schlange. Lennart entschlüsselte ein bisher verborgenes Netzwerkprotokoll, das auf einen einzigen Knotenpunkt verwies: eine Klinik in Leipzig, offiziell eine Reha-Einrichtung, doch verdächtig durch ungewöhnlich hohe Transporte in der Nacht, kaum registrierte Patienten und eine Leitung, die seit Jahren keine Interviews mehr gegeben hatte. Gemeinsam mit einem letzten, kleinen Kreis mutiger Beamter, darunter Thies Bruder, nun ebenfalls Ermittler, plante Lea einen verdeckten Einsatz. Keine Presse, keine Uniformen. Nur Stille. Schatten gegen Schatten. Und in dieser Stille war es wieder Rex, der als erster reagierte. Noch bevor sie das Gebäude betraten, stemmte er sich gegen die Tür eines Nebeneingangs. Sie war verschlossen, unauffällig, aber dort war Bewegung. Sie traten ein. Was sie fanden, war jenseits aller Vorstellungen. Unter der Klinik, ein voll ausgebauter OP-Bereich. Überwachungssysteme. Zellen. Patientenakten, viele davon Kinder. Entführte. Verschollene.
Systematisch erfasst. Systematisch vorbereitet. Der Kopf des Netzwerks war kein Fremder. Es war ein ehemaliger Amtsarzt, jahrelang unauffällig, still, ein Mann mit tadellosem Ruf, der die Verbindung zwischen medizinischen Strukturen und kriminellem Untergrund ermöglichte. Als sie ihn stellten, lächelte er nur, ihr habt keine Ahnung, wie groß das ist, er sprach weiter, ruhig, kalt, sachlich. Von Routen durch Europa, von Investoren, die nicht hinterfragt wurden, von internationalen Organverkäufen und Menschen, die als nützliche Güter behandelt wurden. Lea hörte auf, zuzuhören. Sie hatte genug gesehen, genug gehört, genug gelitten. Rex stand still neben ihr, die Lefzen leicht verzogen, die Augen voller Dunkelheit. Die Polizei kam diesmal in voller Stärke. Verhaftungen. Beschlagnahmungen. Schlagzeilen. Und ein Bild ging um die Welt, Rex, der Schäferhund, mit Verband am Hals, aber mit erhobenem Kopf, auf den Stufen der Klinik. Als Symbol für das Ende. Und doch war es nicht das Ende. Nicht wirklich. Denn eine Woche nach der Auflösung erhielt Lea ein Paket. Darin, eine Zeichnung. Kinderhand. Ein Hund, ein Mädchen, ein Sonnenstrahl. Und auf der Rückseite, in krakeliger Schrift, der Hund hat uns gerettet. Lea weinte zum ersten Mal seit Jahren. Nicht aus Schmerz. Nicht aus Wut. Sondern aus Hoffnung. Rex lag neben ihr, still, wachsam, seine Augen glänzten. Er hatte nicht nur Leben gerettet. Er hatte die Welt verändert ohne ein einziges Wort, nur mit seinem Instinkt, seiner Treue, seinem Mut. Und in einem System voller Dunkelheit war er das Licht gewesen, dem keiner entkommen konnte. Denn manchmal beginnt Gerechtigkeit mit einem einfachen Bellen vor einer verlassenen Ambulanz.